Wir verlassen die Mosel und fahren zum nächsten Stellplatz, und zwar in der Stadt Schwerte. Diesen Platz möchte ich vorstellen und die Umgebung. Herzlich willkommen dazu. Wir überqueren gerade den Rhein bei Leverkusen. Die Brücke darf jetzt wieder befahren werden, auch für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Mein Navi weiß das noch nicht und meckert. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass wir in Richtung Osten fahren. Das ist auch richtig. Allerdings sind meine Videos nicht ganz chronologisch. So bringe ich jetzt dieses Video hier. Ich möchte euch das nicht vorenthalten, beziehungsweise den Stellplatz möchte ich euch nicht vorenthalten und zeige ihn hiermit. Ja, das sind die ganzen Stationen, die wir auf unserer Reise in ca. 40 Tagen, 3000 Kilometer angefahren sind. Und da wird es dann immer nach und nach Videos zu diesen einzelnen Plätzen geben. Einige Videos gibt es ja schon dazu und die habe ich zusammengefasst in einer Playlist unter dem Titel 2024 Reise Deutschland Benelux. Ich halte die Reisen ja zwischenzeitlich fest über den Trekivi, einen Trecker, den ich verbaut habe im Wohnmobil, und hier kann ich auch mir einzelne Reisen raussuchen, Reiseabschnitte nehmen und habe das alles dann damit dokumentiert. Der Trecker zeichnet alles automatisch auf, ich muss mich um nichts kümmern. Ich kann dann nur die Daten über die App abrufen und so sehe ich dann, wie hier zum Beispiel, wie viel Kilometer ich gefahren bin, wie lange es gedauert hat, welche Durchschnittsgeschwindigkeit ich gefahren bin und so weiter und so fort. Er hält auch die Anzahl der Übernachtungen genau fest, wo ich übernachtet habe in meinem Mobil, und es gibt auch die entsprechenden Koordinaten dazu. Ich kann jeden beliebigen Platz anticken und habe dann sofort die Informationen dazu. Was ich auch ganz interessant finde, ich kann bei jeder Strecke irgendeinen Ort anticken und sehe dann, wie schnell ich gefahren bin, zu welcher Uhrzeit, in welcher Höhe und so weiter. Manchmal vielleicht interessant, wenn man geblitzt worden ist. Was auch schön ist, man kann ganz genau sehen, wie man irgendwo hingefahren ist oder wie man genau gefahren ist. Selbst wenn ich zur Entsorgung fahre, sehe ich genau die Meter, die ich da zurückgelegt habe. Finde ich ganz interessant. Ich kann den Trecker auch auf Alarm stellen, dann bekomme ich sofort eine Information, wenn sich das Wohnmobil bewegt, auf meinem Handy. Jetzt aber zum Stellplatz. Wir sind hier an einem Mittwoch angekommen. Der Platz ist gut besucht, aber es gibt noch 1, 2, 3 freie Plätze. Zur besseren Orientierung ein Blick auf die Karte. Wo sind wir? Und zwar in der Stadt Schwerte. Das ist in der Höhe von Dortmund. Der Platz liegt verkehrsgünstig, er ist nicht sehr weit von der Autobahn A1 entfernt. Er liegt nicht mitten in der Stadt, aber doch recht stadtnahe. Das heißt, man ist zu Fuß schnell in der Stadt oder auch mit dem Fahrrad. Es gibt eine Schranke vor dem Platz, die kann man von Hand öffnen. Sie hat nichts mit der Bezahlung zu tun. Bezahlen muss man hier an diesem Parkautomaten und kann, wenn man den Platz wieder verlassen will, die Schranke öffnen von Hand und den Platz verlassen. 8 Plätze gibt es hier und die Platzgebühr beträgt 12 €. Die Plätze haben circa eine Breite von 6 Metern. Ich würde sagen bis 10 Meter, für Mobile bis 10 Meter, kein Problem hier. Der Untergrund ist Pflaster bzw. Rasengittersteine. Alles hier sauber und ordentlich. Stromanschlüsse gibt es auch. Die Kilowattstunde kostet 1 €. Links von der Einfahrt befindet sich die End- und Versorgung. Hier gibt es einen Bodeneinlass, dort kann man sein Grauwasser kostenlos entsorgen. Dann gibt es so eine Säule, hier kann man die Kassette entleeren. Das Ganze ist kostenpflichtig, auch das Frischwasserzapfen ist kostenpflichtig. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kostet das jeweils 1 €. Für alle, die diese Säule noch nicht so kennen, man muss erst die Münze einwerfen, dann vorwählen, was man machen möchte. Frischwasserzapfen oder die Kassette ausschütten. Beides gleichzeitig geht nicht. Man kann bei Frischwasserzapfen stoppen, kurz den Vorgang, und dann wieder neu starten mit der grünen bzw. roten Taste. Es ist auch genau beschrieben hier direkt an der Säule, kann man den Text hier lesen und dann weiß man, was man zu tun hat.
Wenn man die Kassette entleeren möchte und bezahlt hat und die entsprechenden Taste gedrückt hat, dann öffnet sich auf der anderen Seite der Säule ein Rollladen und hier hat man dann die Möglichkeit, seine Kassette zu entleeren. Anderes Thema, und zwar geht es um unsere Fahrräder. Rita hatte ja einen Plattfuß, als wir an der Mosel waren, und jetzt hatten wir ein Problem, für so einen breiten Reifen so einen Schlauch zu bekommen. Glücklicherweise hat sich ein Camper bei uns gemeldet, der so einen Schlauch hat uns den hergebracht und nun möchte ich den auf diesem Stellplatz einbauen. Wir hatten das Fahrrad ohne Hinterrad hinten in den Fahrradträger in der Garage wieder gestellt, hat auch gut funktioniert, klappt alles. Jetzt laden wir das Fahrrad aus und dann werde ich den Schlauch einbauen. Ich möchte jetzt hier nicht alle Details von dem Schlauchwechsel hier zeigen, aber vielleicht so viel: Es ist nicht schwierig, sowas zu machen. Wer so ein bisschen handwerklich begabt ist, der schafft das. Und es ist auch nicht schwieriger, bei diesen breiten Reifen den Schlauch zu wechseln, als bei normalen Reifen. Wir hatten das Fahrrad auf einen Campinghocker gestellt, um das Hinterrad gut montieren zu können. Man sollte es ja nicht auf den Kopf stellen, hatte man mir geschrieben, wegen der Hydraulikbremse. Jetzt hat ein anderer geschrieben, das wäre egal, man kann das Fahrrad ohne weiteres auf den Kopf stellen. Am Ende hat alles geklappt und Rita konnte wieder ohne Probleme mit ihrem Fahrrad fahren. Ich hatte ja schon gesagt, die Stadt Schwerte ist nicht weit entfernt oder das Zentrum der Stadt vom Stellplatz. Wir haben die Fahrräder dafür genutzt, aber man kann das Ganze natürlich auch zu Fuß machen. Wir haben uns kein besonderes Ziel vorgenommen in der Stadt. Wir sind einfach so losgefahren und sind dann zufälligerweise auf den Marktplatz gekommen. Da wird aber jetzt ganz stark gebaut oder umgebaut. So war da nicht viel zu sehen. Die Stadt hat ca. 50.000 Einwohner, hat auch eine Fußgängerzone. Hier gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars und so weiter. Alles vom Stellplatz zu Fuß zu erreichen. Der Fluss, die Ruhr, durchfließt ja Schwerte auf einer Länge, weiß ich nicht genau, aber so ca. 10 Kilometer. Dort waren wir allerdings nicht. Es gibt ja den Ruhrtalradweg, der führt hier auch vorbei. Wer also eine längere Tour mit dem Fahrrad mal fahren möchte, der kann auch von hier aus an die Ruhr fahren und dann hier starten. Wenn man eine Stadt erkunden will, dann ist es eigentlich angenehmer, das zu Fuß zu machen. Denn mit dem Fahrrad muss man doch immer ein bisschen schauen mit dem Verkehr. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Aber es gibt auch rund um Schwerte viele Fahrradwege in der Natur. Das nutzen wir natürlich auch gerne. Dabei fahren wir auch gerne mal die Geocache an, die es dort gibt. Hier haben wir so einige, die mit der gelb gekennzeichnet sind. Die haben wir gesucht und gefunden. Aber es gibt noch weitere, die man da auch noch suchen kann. Jetzt vielleicht noch mal ein paar Worte zu unseren Fahrrädern, weil da immer wieder Fragen kommen. Wir haben diese Fahrräder jetzt 8 Monate, haben damit ca. 1500 Kilometer zurückgelegt und es gab keinerlei Probleme, bis auf den Plattfuß, aber dafür kann das Fahrrad nichts. Wissen muss man natürlich, dass diese Fahrräder ein hohes Gewicht haben von über 30 Kilo inklusive Akku, aber das ist für uns kein Problem. Wir haben die Fahrräder ja nicht nur auf guten Straßen und Wegen genutzt, sondern wir sind auch im Wald damit gefahren, auf Feldwegen, auf Schotterwegen und so weiter. Und sie haben sich dort überall bewährt. Jetzt zum Schluss nochmal eine Information, vielleicht für alle, die jetzt nach Spanien wieder im Winter fahren. Und zwar haben wir hier auf dem Platz getroffen Vomo Iberico. Das Ehepaar hat eine Internetseite mit einer Stellplatzkarte. Dort gibt es über 1000, ich glaube insgesamt 1200 Stellplätze sind dort ausgewiesen mit vielen Informationen, mit Koordinaten und so weiter, sodass man sich dort gut über Stellplätze informieren kann. Die beiden bereisen selber immer Spanien und kennen die meisten Plätze, sind selber dort gewesen. Ja, das war's mal wieder. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.